Also mein Name ist Silvia Kaiser. Ich bin die Abteilungsleiterin von der Näherei. Bin jetzt fast 40 Jahre hier. Ich habe 1981 angefangen. Das war noch das halbe Unternehmen, wie es jetzt ist. Ich bin also mit aufgewachsen hier und ja, ich gehöre schon zum Inventar. Genau. Mein Sohn schafft auch schon mittlerweile hier, also er lernt hier. Und von dem familiären kleinen Betrieb ist eine große Wirtschaft geworden. Ja, genau. Also ein normaler Tag von meiner Sicht aus gesehen, ich muss die Aufträge bearbeiten, ich muss sie zuschneiden. Hier und da nähe ich auch mit. Ich muss meinen Mitarbeiterinnen Arbeit geben, sodass halt die Abläufe und auch, dass die einzelnen Aufträge termingerecht ausgeliefert werden. Ich muss immer gucken, dass ich genügend Material habe. Und ja, meine Hauptaufgabe ist zuschneiden und gucken, dass die Abteilung läuft. Also wir machen Abluftfilter für gewisse Wirbelschichtmaschinen. Wir stellen den Fangkörper her zum Herstellen und Glasieren von Tabletten oder halt auch kleine Filter, wie zum Beispiel GBCG2 oder die ganz großen bis zum GBCG 300 sind verschiedene Materialien vorhanden mit weniger Maschenweite oder mit einer dichteren Maschenweite. Auf jeden Fall haben wir alles aufgezeichnet von, glaube 1960 oder sowas an. Sämtliche Zuschnitte sind im Computer nachweisbar hinterlegt und wir pflegen das auch, dass es immer für jeden, der was braucht, dass man das abrufen kann. So, das ist jetzt ein GBCG 60, so ein Filter, hat eine Filterbode mit vielen Strümpfen. Die werden in der Maschine aufgehängt und sie können unterschiedlich lang sein. Also das gibt es bis zu 1,50 Meter und die kleinste ist ca. 35 cm lang. Dafür geht es an den Saum, der wird dann über die Zarge drüber gezogen und mit einem Federspannband halt dann festgezogen. Jeder Filter wird bei uns gestickt mit dem Glatt-Emblem, mit der OC, mit der Apparatenummer und mit der Artikelnummer. Sie werden oben in der Maschine angepasst, ob der Saum alles stimmt. Das wird dann alles im Computer festgehalten, sodass jeder Filter, der nachbestellt wird, wieder die gleiche Länge, der gleichen Durchmesser hat und eventuell auch das gleiche Material. Aber der Kunde entscheidet sich auch ab und zu wieder über ein anderes Material. Das ist ein sehr feines Material, deswegen müssen wir es verkleben. Es gibt viele Highlights in der Firma Glatt. 40 Jahre ist eine lange Zeit. Also das größte Highlight war natürlich der 80. Geburtstag vom Herrn Glatt. Das fand in Basel in dem Kongresszentrum statt. Das war phänomenal. Und was natürlich toll war, der Herr Glatt war immer gern bei uns in der Schneiderei. Er war zu jedem Fest oder Weihnachten war er bei uns. Auch beim Fasching war er immer gerne dabei. Wir haben hier als Fasching gefeiert mit dem Hemdklunki, das sieht man ja da unten auf dem Bild. Und er hätte sich nicht nehmen lassen an Fasching, dass er das mit einer alten Krawatte kommt und die haben wir früher dann immer abgeschnitten. Genau. Im Moment ist das größte Highlight, dass alle gesund sind. Ja, genau. Ja, das ist das größte Highlight in dieser Krise, wo wir momentan haben, dass alle da sind, dass alle gesund sind, dass jeder seine Arbeit machen kann und auch, dass die Familien gesund sind. Ja. Das ist schwierig, aber ich glaube, ich würde mich mal beim Verkauf bewerben. Also es würde mir vielleicht mal Spaß machen im Verkauf halt irgendwie, dass ich da vielleicht mein Wissen einbringen könnte oder es sind ja viele Ideen auch von mir hier drin, nicht nur von mir, aber viele. Und im Prinzip ist es eigentlich
meine Abteilung, das kann man sagen. So, nach 40 Jahren ist es schon Wahnsinn, was sich alles verändert hat, was wir für neue Filter kreiert haben. Und es war schon toll. Also, und ist immer noch toll.